Hallo und herzlich willkommen zu unserem 10. Rennen. Wir fahren heute auf Mugello. Lang ist es her, fast 2 Wochen habe ich kein Video hochgeladen, weil ich im Urlaub war und heute ist es wieder soweit. Ihr seht schon, ich habe mich für Mugello entschieden. Das ist eigentlich keine normale Rennstrecke, die im Kader dieses Jahr gewesen wäre. Ich habe aber beschlossen, wir nehmen die anderen Rennstrecken, die jetzt neu dazu kamen. Also Mugello, Portimao, Nürburgring und Türkei nehmen wir mit dazu. Dann kommen wir am Ende auf gut 25 Rennen. Umso länger, desto besser. Ich hoffe, euch gefällt das. Und dann gucken wir uns jetzt doch einmal die Strecke hier an. Hier oben rechts könnt ihr einmal die Strecke sehen. Die ist jetzt gerade falsch rum. Ihr könnt es gerne mit dem Bild mal vergleichen, das wir haben. Jetzt dreht sich das Bild gleich und jetzt kann man es wunderbar vergleichen, was wir hier so gebaut haben. Wir haben verschiedene Überholmöglichkeiten, unter anderem einen Trichter drin. Wir fahren jetzt einmal hier mit, sind auf Start und Ziel. Ich ziehe das Ganze wieder mit der roten Linie nach. Dann kommt hier der Lift, dann anschließend die Spirale, das geht in 2 Weichen rein und anschließend in den Trichter, da können sich die Kugeln dann bekriegen, wer denn da die beste Position bekommt. Dann geht es hier rein, auf die lange Gerade runter, eine schnelle Schiene hier und dann wieder verschiedene Weichen, die das Feld ein bisschen zusammenhalten wird. Bei der Originalrennstrecke geht es hier richtig schön bergab, das tut es bei uns auch. Linkskurve, hier landet man gerne mal im Kiesbett bei der Formel 1 und dann die langgezogene Rechtskurve, die geht hier wirklich ewig lang. Hier an der Stelle kann man bei den Murmeln nicht überholen, ist aber nicht schlimm. Und am Ende kommt dann nochmal eine Weiche. Da habe ich viele Geraden eingebaut, wie es auf der Originalrennstrecke ist. Da ist es ein kleiner Vorteil, wenn man zuerst die schnelle Schiene fährt und dann die langsame, habe ich festgestellt. Das macht eine halbe Sekunde gerne mal aus und da kann man sich dann auch am Ende nochmal überholen, wie es eben in echt auch ist, in den Windschatten rein und dann vorbei. So, jetzt fahren wir hier noch einmal die letzte Linkskurve und dann geht es auch wieder auf Start und Ziel. Das lassen wir Vettel jetzt, Verstappen, Entschuldigung, noch kurz zu Ende fahren. Und dann gehen wir in das Rennen rein. Als erstes startet Lotus, dann Red Bull, dann Ferrari, dann Mercedes, so wie es eben im letzten Rennen ausgegangen ist. Wir fahren insgesamt 10 Runden. So, dann geht's los. Als erster in den Trichter wunderbar kommt Lotus rein. Ferrari richtig schnell, kann sich durch die Weiche da nach vorne schieben, ist jetzt auf Platz 1. Lotus zweiter, Mercedes dritter und Red Bull ist vierter geblieben. Jetzt gucken wir, wie es auf der letzten Geraden ausgeht. Da kann sich Lotus die Führung wieder ganz knapp zurückholen. Und wir gehen in Runde 2. Ich werde euch immer am Ende der Runde die aktuelle, hier, wie ihr es hier oben seht, einmal die Tabelle einblenden. Ferrari kommt super durch den Trichter. Auch Red Bull kann sich vorbeischieben. Oh, ganz knapp ist da am Ferrari hängen geblieben. Und der Lotus schiebt ihn da wieder an. Jetzt kann Ferrari an Mercedes vorbeiziehen. Ich weiß nicht, ja, ganz knapp. Mercedes bleibt vorne. Damit haben sie die Führung übernommen. Gehen in Runde 3 rein, also ein komplettes Durcheinander. Die von hinten sind jetzt nach ganz vorne gekommen. Ferrari, können sie hier beim Trichter? Nein, Mercedes geht da super schnell durch. Dafür können sie aber danach überholen. Der Mercedes kann gerade so den Lotus hinter sich halten, ist hier direkt im Windschatten. Kann sich jetzt ein bisschen lösen und kann sogar durch den Windschatten am Ferrari vorbeiziehen. Und auch der Lotus zieht am Red Bull vorbei. Hat sich also nichts geändert von der Reihenfolge am Ende der Runde. Und wir gehen in die vierte oder fünfte Runde, ich weiß es gerade gar nicht. Die ersten 3 hier ganz, ganz knapp hintereinander. Müssen wir mal gucken, wie die das jetzt hier im Trichter regeln. Oh, alle getrennt. Mercedes geht hier vorbei. Ferrari zweiter, Lotus dritter und Red Bull bleibt zweimal hinten dran, kann aber nicht vorbeiziehen. Ja, gucken wir mal. Die fahren jetzt gerade wieder den Trichter hoch. Das kann man in dem Rennen ja nicht sehen, aber ihr habt das ja schon in zahlreichen anderen Rennen gesehen, wie das da im Trichter aussieht. Oh, alle gleichzeitig in den Trichter rein. Ferrari kann sich dadurch nach vorne schieben. Lotus bleibt Zweiter. Mal gucken. Jetzt Red Bull ganz knapp am Mercedes dran, gehen aber durch denselben Pfad, dadurch können sie nicht überholen. Und Lotus übernimmt wieder die Führung. Und dann gehen wir in Runde 6 rein. Ich habe das vergessen, einmal kurz einzublenden. Entschuldigt mir das. Lotus jetzt als erstes kommt gut durch den Trichter. Ferrari auch. Wir gucken mal, was die anderen beiden machen. Mercedes kommt gut durch und Red Bull bleibt wieder hängen. Und der Ferrari konnte sich dann an dem Lotus vorbeischieben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Red Bull da nochmal nach vorne kommt. Der ist immer knapp hinten dran, schafft es aber nicht so richtig, da mitzumischen.
Wir gehen in Runde 7. 2/3 sind geschafft. Ferrari geht als erstes durch den Trichter. Ja, Lotus bleibt ein bisschen hängen. Mercedes, mal gucken, wie die durchkommen. Kommt sehr gut durch. Lotus direkt am Ferrari dran, im Windschatten. Lässt er überhaupt nicht mehr los. Mal gucken, wie sie es in... Ja, gehen auch da zusammen dieselbe Strecke. Dadurch kann Lotus nicht vorbeiziehen. Ferrari bleibt Erster. Mal gucken, was Red Bull macht. Schafft es wieder ganz knapp nicht am Mercedes vorbei. Das ist immer so knapp. Wir gehen in Runde 8, noch 3 Runden. Und das scheint jetzt da vorne knapp zu werden. Der Lotus kommt nicht am Ferrari vorbei, knallt ihn da fast schon ins Heck rein. Jetzt ganz dicht dran. Und jetzt ist die Frage, kann er ihn überholen? Nein, die gehen wieder durch denselben Gang. Mercedes kann hier vorbeiziehen, zieht an beiden vorbei oder nur an einem, schiebt sich dazwischen den Ferrari und dem Lotus auf Platz 2. Und wir gehen in die vorletzte Runde. Mercedes jetzt nochmal richtig schnell geworden. Mal gucken, ob sie sogar vielleicht auf Platz 1 können. Ferrari ist ja noch vorne. Kommen hier auch gut durch den Trichter und ziehen am Ferrari vorbei. Jetzt auf Platz 1. Ferrari nur noch Zweiter. Red Bull hängt weiterhin auf dem letzten Platz hinterher. Ist nicht zu weit weg, kommt aber nicht so wirklich ran. Mercedes bleibt hier Erster, Lotus Zweiter jetzt sogar. Und Ferrari nur noch Dritter. Und wir gehen in die letzte Runde rein. Und bin jetzt sehr gespannt, ob Mercedes sich vom letzten Platz bis nach vorne gekämpft hat und das auch halten kann. Kommt hier sehr gut durch den Trichter, aber wird von Ferrari dann anschließend überholt. Hat jetzt den Lotus ganz knapp hinter sich. Jetzt ist die Frage, wie kommen sie durch die letzte Kurve durch? Mercedes bleibt Dritter, aber der Red Bull in der letzten Runde zieht noch vorbei, wird damit Zweiter. Was für ein knappes Rennen am Ende, dass Red Bull wirklich in der ersten Runde als Zweiter gestartet ist, dann immer Letzter war und in der letzten Runde noch vorbeiziehen kann. Wir gucken uns einmal das Leaderboard an. Ferrari wird Erster, kriegt 5 Punkte, geht damit auf 28 Punkte, ist damit jetzt punktgleich mit Red Bull. Die holen ihrerseits 3 Punkte und teilen sich jetzt Platz 1. Mercedes war zwischendurch ganz vorne mit dabei, hat aber in der letzten Runde so ein bisschen gestruggelt, ist jetzt nur noch Dritter, holt 2 Punkte und damit jetzt auf dem 3. Platz, aber nur 1 Punkt Rückstand. Lotus hat das letzte Rennen gewonnen, dadurch nochmal gut rangekommen, enttäuscht aber jetzt wieder in diesem Rennen, ist nur Vierter geworden, obwohl sie von Pole gestartet sind. Deswegen 23 Punkte, 1 Punkt dazu. Und dann schauen wir mal, die nächste Rennstrecke mache ich entweder Frankreich oder den Nürburgring. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Ich versuche das so schnell wie möglich zu produzieren und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.